Mein Name ist Uwe Rascher. Ich bin am Forschungszentrum Jülich tätig und auch nebenher an der Universität Bonn, dort an der Landwirtschaftlichen Fakultät. Und ich bin involviert in die Vorbereitung der Flex-Satelliten-Mission schon seit den letzten fast 10 Jahren, von dem ersten Antrag zu einem Wiederholungsantrag bis hin jetzt zur Implementierung. Und damit freue ich mich auch sehr, dass wir langsam davon ausgehen können, dass in den nächsten Jahren Flex auch wirklich Realität werden wird und uns globale Karten von der Fluoreszenz liefert. In dem Seminar heute will ich aber ein bisschen zurückgehen zu dem, was ich früher in meinem Leben gemacht habe, weil eigentlich bin ich Pflanzenphysiologe. Ich habe mich immer mit Photosynthese beschäftigt und habe schon sehr früh angefangen, das Fluoreszenzsignal zum Messen einzusetzen als die Methode, um Photosynthese nicht invasiv zu messen. Und wie viele Pflanzenphysiologen habe ich das auf sehr kleinen Skala gemacht. Ich habe mir einzelne Blätter angeguckt und habe aus diesem Fluoreszenzsignal eben versucht abzuleiten, wie gut funktioniert die Photosynthese. Und das möchte ich heute mit Ihnen auch machen in den nächsten 30 Minuten. Ich möchte Sie auch mitnehmen auf eine kleine Reise, erstmal auf eine relativ kleine Skala, in einzelne Blätter, um Ihnen dort zu erklären, was ist das Fluoreszenzsignal, woher kommt es eigentlich und wie können wir das Signal wirklich nutzen, um im Endeffekt Photosynthese zu messen. Und am Schluss mache ich dann den Weg wieder raus auf die größere Skala bis hin zur Satellitenskala und versuche Ihnen zu erklären, was sind momentan die Herausforderungen, um von diesem kleinräumigen Signal auf die große Skala zu kommen. In diesem Sinne steige ich einfach mal ein und würde ganz gern da anknüpfen, was Sie im letzten Seminar gehört haben, nämlich einen Vortrag von Matthias Strosch, der heute auch im Publikum ist, nämlich über die Flex-Satellitenmission, die als eine Earth Explorer-Mission, Earth Explorer 8, gerade implementiert wird, um dann als eine wissenschaftliche Mission die operationellen Missionen im Rahmen der Copernicus-Mission zu ergänzen. Und Matthias Strosch hat das letzte Mal schon erzählt, dass die Hauptobjective oder die Hauptziele der Flex-Satellitenmission sind eben Actual Photosynthetic Activity oder die aktuell gerade vorherrschende Photosyntheserate zu bestimmen. Wir nutzen dazu eben das Fluoreszenzsignal, was Flex auf einer Skala von 300 mal 300 Metern aufnehmen wird, mit einer Wiederkehrzeit von 10 bis 25 Tagen, je nachdem, wo sie sich auf dem Globus befinden. Und aus diesem Signal, diesem Fluoreszenzsignal, werden wir eben nicht nur die Photosyntheserate, die momentane Photosyntheserate ableiten können, sondern eben auch Indikatoren entwickeln, die uns einen Zustand der Vegetation entweder als Stressindikator oder eben den Gesundheitsstand der Vegetation helfen abzuleiten. Und wie machen wir das? Und um dafür das Verständnis zu entwickeln, würde ich mit Ihnen jetzt erstmal ganz tief wieder reintauchen, von dem Satelliten runter auf den Boden und erstmal die Frage beantworten, was ist denn eigentlich Photosynthese? Und wahrscheinlich wissen Sie das schon. Photosynthese ist der Prozess, bei dem Pflanzen aus der Umgebung Kohlendioxid aufnehmen. Gleichzeitig nehmen sie Wasser über die Wurzeln aus und durch die Energie der Sonne sind sie in der Lage, das atmosphärische CO2 zu binden und im Endeffekt darum, alle Biomasse aufzubauen. Das sind dann längerkettige Kohlenwasserstoffe, die die Basis jeglichen Pflanzenmaterials sind. Als Begleitprodukt wird Sauerstoff freigesetzt. Und das ist so dieser grundsätzliche primäre Prozess, der eigentlich wirklich alles Leben bei uns auf der Erde ermöglicht. Und man muss, um Photosynthese zu verstehen, sich nicht nur einzelne Pflanzen anschauen, sondern man muss noch tiefer reintauchen. Jeder weiß, Photosynthese findet in den grünen Blattorganen statt, meistens den Blättern. In diesen Blattorganen finden Sie die einzelnen Zellen. Und in diesen Zellen sind nochmal kleinere Komponenten, die sogenannten Chloroplasten, die wiederum eine relativ komplexe Struktur haben und zwei ineinander gelagerte Membranen haben, wobei die mittlere oder die innere stark gefaltet ist und sich dadurch so Stapel, so Membranstapel ausbilden. Und in diesen Membranstapeln befinden sich dann die Photosysteme, die eigentlichen Reaktionszentren, in denen Photosynthese betrieben wird. Und damit noch nicht am Ende. Diese Photosynthesesysteme oder diese Cluster of Pigments, diese Pigmentansammlungen selber haben auch eine sehr komplexe Struktur. Und wenn man auch da jetzt mal ganz tief reinzoomt und sich anschaut, wo sitzen denn da die Pigmente, dann weiß man heute, dass diese Pigmentcluster hoch organisierte Strukturen sind, in denen Proteingerüste eine Vielzahl, hunderte von Pigmenten genau an eine wohl definierten Position lokalisieren und halten.
Und diese Pigmente, im Wesentlichen Chlorophyll, aber auch Carotinoide, aber im Wesentlichen Chlorophyll, sind dazu da, um Licht zu absorbieren, dadurch die Energie der Sonne zu nutzen und diese in die Reaktionszentren der Photosysteme weiterzuleiten und dort energetisch zu nutzen. Das heißt, das können wir uns auch noch ein bisschen anders angucken, nämlich nicht nur als Pigmente, die wie Antennen aufgespannt sich in den Chloroplasten, in den Zellen der Blätter der Pflanzen befinden, sondern man kann sich das Ganze auch energetisch anschauen. Und das sehen Sie hier an diesem unteren Teil. Diese Pigmentcluster, jetzt hier einfach mal so dargestellt als grüne Scheiben, diese absorbieren Licht. Durch die Absorption von Licht wird die Energie, die in den Photonen, in den Strahlen der Sonne sitzen, wird zu einem höheren Energieniveau gehoben. In diesem Moment ist jetzt Y, in dieser Richtung ist das Energieniveau, in ein höheres Energieniveau gehoben. Und von diesem höheren Energieniveau werden die Elektronen oder die Energie weitergeleitet zu einem nächsten Photosystem, was ähnlich aufgebaut ist. Nochmal wird Licht absorbiert, nochmal kommt es zu einer Anregung und einer Speicherung der Energie. Und am Ende entstehen in der Zelle energiereiche biochemische Substanzen, die dann in einem zweiten Schritt, da gehe ich jetzt nach rechts rüber, in einem zweiten Schritt, der häufig als Calvin-Zyklus bezeichnet wird oder manche sagen auch dunkle Reaktion. In diesem Schritt werden die energiereichen Substanzen genutzt, um dann im Endeffekt CO2 aus der Umgebung, aus der Luft aufzunehmen und daraus Zucker zu bilden. Zucker, Stärke und andere Kohlenhydrate. Das heißt, im ersten Schritt, Photosynthese ist ein zweistufiger Prozess, wo in der Lichtreaktion Licht absorbiert wird durch zwei Photosysteme, dadurch chemische Energie gebildet wird und diese chemische Energie wird dann genutzt, um CO2 zu fixieren. Aber damit nicht genug. Dieses CO2, welches in den Pflanzenzellen absorbiert wird, muss erstmal in das Blatt reinkommen. Und dafür müssen wir uns jetzt auf einer bisschen größeren Ebene auch mal angucken, wie ist die Anatomie eines Blattes. Und ein Blatt hat in dem Blattgewebe eine ganze Menge an luftgefüllter Zwischenräume. In diesen luftgefüllten Zwischenräumen diffundiert Luft, Umgebungsluft zu den einzelnen Zellen. Das sehen Sie hier grün oder rot markiert. Diese einzelnen Zellen, die dann im Endeffekt die Photosynthese betreiben und CO2 fixieren. Die Luft, die aufgenommen wird, ist die Luft der Atemräume, der sogenannten interzellulären Räume. Und der Austausch von der Luft im Blattgewebe zu der Umgebungsluft findet wiederum geregelt statt über Poren auf der Blattoberfläche, die sogenannten Spaltöffnungen oder Stomata, die sich aktiv öffnen und schließen können, um damit mehr oder weniger CO2 in das Blattgewebe zu lassen. Im Wesentlichen ist die Funktion dieser Spaltöffnungen zu regulieren, dass das Blatt, was relativ wassergefüllt ist, nicht zu viel Flüssigkeit verliert in diesem Prozess, wo eben gleichzeitig CO2 aufgenommen wird. Das heißt, diese drei Prozesse müssen wir immer im Kopf behalten, wenn wir uns über Photosynthese Gedanken machen. Lichtreaktion, Absorption von Energie und Bereitstellung von chemischer Energie ist der erste Schritt von im Endeffekt drei Prozessen, die dann die CO2-Aufnahme der Pflanzen regeln. Und alles, was ich jetzt in den nächsten 20, 25 Minuten erzähle, da geht es viel um diesen ersten Schritt, um die Lichtreaktion der Photosynthese und eben die Absorption von Sonnenlicht und die Bereitstellung von chemischer Energie durch die Anregung oder Nutzung der Energie der Sonne. Und in diesem allerersten Schritt, hier einfach nochmal ein bisschen vergrößert dargestellt, wo die Pigmente der Photosynthese, der Photosysteme Licht absorbieren, wird als Begleitprodukt abgegeben, sieht man hier als einen roten Streifen, das Fluoreszenzlicht. Dieses Fluoreszenzlicht ist ein quantenmechanisches Beiprodukt oder Abfallprodukt. Jedes Mal, wenn Chlorophyll oder jeder andere Farbstoff auch Licht absorbiert und eigentlich die Energie zu diesem erhöhten Niveau hebt, wird als Begleitreaktion auch dieses rote Fluoreszenzlicht, im Fall von Chlorophyll ist es rotes Licht, aber ein Fluoreszenzsignal abgegeben. Und dieses rote Licht kann man sichtbar machen. Es ist gar nicht so schwach. Sie sehen es normalerweise mit bloßen Augen nicht, aber wenn Sie im Labor schon eine Chlorophylllösung nehmen und zum Beispiel auf die Seite, auf diese Chlorophylllösung blaues Licht strahlen und vorsichtig von der Seite gucken, dann sieht man dieses rote Leuchten, diese Abgabe von diesem Fluoreszenzlicht aus einer Chlorophylllösung, auch mit bloßem Auge. Wenn ich mit einem Messgerät dran gehe, dann kann ich die Intensität und die spektrale Zusammensetzung dieses Fluoreszenzlichts messen. Es findet also im roten Lichtbereich statt zwischen 650 und 800 Nanometer.
Das ist der Bereich, wo unser menschliches Auge gerade noch sensibel ist. Das heißt, das können wir als rotes, dunkelrotes Licht gerade noch sehen. Und wenn ich mit dem Messgerät das vermesse, dann sehe ich eben zwei verschiedene Peaks. Einen im roten, den zweiten Peak im dunkelroten Bereich, die auch unterschiedlich beeinflusst sind. Und deshalb sind es auch so zwei Peaks, weil wir eben, wie vorhin gesagt, zwei Fotosysteme haben in Pflanzenblättern. Und diese beiden Fotosysteme geben dieses rote Licht, dieses rote Fluoreszenzlicht bei leicht unterschiedlichen Wellenlängen ab. Und deshalb sieht man wirklich diese beiden Peaks, die dann unserem menschlichen Auge rot erscheinen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dieses rote Licht ist gerade nicht stark genug, dass wir es mit dem menschlichen Auge sehen, aber es gehört nicht wirklich viel dazu, das auch wirklich sichtbar zu machen. Da helfen schon einfache Brillen, die man sich im Zweifelsfall auch selber bauen kann. Die Möglichkeit, mit blauem Licht zu beleuchten, was dann die Möglichkeit ist, mit einem Ausschlussfilter das rote Licht stärker zu sehen. Und für Leute, die Lust haben, dieses Phänomen auch wirklich mal mit eigenen Augen zu erleben, es gibt inzwischen auch Kurse für Schulen und Material für Schulen, die wirklich dieses rote Leuchten der Pflanzen durchaus auch Schülern begreiflich machen kann. Und es gibt auch inzwischen so ein paar erste Module, wo Lehrer in dem Biologiekurs wirklich dieses Fluoreszenzlicht nutzen, um das jetzt Schülern wirklich schon beizubringen. Als Wissenschaftler nutzen wir dieses Fluoreszenzlicht aber auch sehr gern, weil es hat neben der Tatsache, dass es ästhetisch schöne Bilder erzeugen kann, auch noch eine andere Eigenschaft. Und zwar, dieses Fluoreszenzlicht ist nicht konstant, sondern ändert sich in Abhängigkeit davon, wie gut und effizient die Photosynthese gerade momentan funktioniert. Und um das mal zu verdeutlichen, nochmal wieder zurück zu dem Schema, was ich vorhin schon eingeführt habe. Das ist wieder eine energetische Betrachtung. Das sind die Energieniveaus des Chlorophylls und normalerweise befindet sich das Energieniveau des Chlorophylls oder der Elektronen des Chlorophylls auf dem Grundzustand, den nennen wir häufig S0. Während jetzt Licht auf ein Chlorophyllmolekül fällt, irgendwo in diesem komplexen Gebilde der Photosysteme, dann führt es dazu, dass das Energieniveau, der Energiezustand der Elektronen des Chlorophylls auf einen höheren Zustand angehoben wird, entweder S1 oder S2. Und aus diesem höheren Zustand wird die Energie normalerweise abgezweigt und genutzt, um eben diesen Weg der Photosynthese, diese ersten Schritte der photosynthetischen Energienutzung zu betreiben. Das ist der normale Prozess, den die Pflanze nutzt, um eben Energie zu haben, um darauf zu wachsen. Jetzt passiert es aber, dass diese Umwandlung zwischen diesem S0 und diesem S1-Prozess ist ein quantenphysikalischer Prozess. Und wer ein bisschen was von Quantenphysik versteht, weiß, dass ein quantenphysikalischer Prozess, der eine Wahrscheinlichkeit hat, dass er in die eine Richtung geht, hat auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er in die andere Richtung geht. Und genau das Gleiche passiert auch im Chlorophyll. Elektronen im energiereichen S1-Zustand haben auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wieder auf den Grundzustand zurückzufallen. Und wenn sie das machen, geben einfach einige von diesen Elektronen ihre Energie wieder als Fluoreszenzlicht ab. Das heißt, die Umwandlung von dem S1 zum S0-Zustand hat unweigerlich zur Folge, dass dieses Fluoreszenzsignal entsteht und als rotes Leuchten emittiert wird. Und da passiert nun Folgendes. Wenn Sie sich einen Zustand vorstellen, wo die Elektronen eine längere Zeit in dem S1-Zustand verharren und zum Beispiel nicht in die Photosynthese abgezweigt werden können. Und das kann passieren, wenn zum Beispiel mehr Licht auf die Pflanze fällt oder die Pflanze trocken gestresst ist oder sonst irgendwie die Photosynthese limitiert ist, stauen sich Elektronen in den S1 oder S2-Zustand und dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Umwandlung in den Grundzustand ein Fluoreszenzsignal abgibt. Oder, anders gesprochen, je mehr Elektronen ich in dem angeregten Zustand habe, zu einer gewissen Zeit, die nicht genutzt werden können, also je mehr Elektronen ich in dem angeregten Zustand habe, desto intensiver oder heller wird das Fluoreszenzsignal. Und das ist ganz einfach der Zusammenhang, weshalb wir das Fluoreszenzsignal nutzen, um damit zurückzuschließen, wie viele Elektronen habe ich in dem angeregten Zustand. Und dann mit einigen Berechnungen auch wieder zurückschließen zu können, wie effektiv werden die Elektronen aus diesem angeregten Zustand in die Photosynthese übertragen. Jetzt ist es leider in der Natur noch ein bisschen schwieriger, denn die Pflanze ist nicht dumm. In dem Moment, wo die Pflanze feststellt, dass sie zu viel Elektronen im S1-Zustand hat, das sind energiereiche Elektronen, die potenziell auch Schaden anrichten können in den Pflanzenblättern,
Sobald das passiert, aktiviert die Pflanze auch eine ganze Reihe an sogenannten nicht photochemischen Schutzmechanismen oder nicht photochemischen Quenching-Mechanismen, die ebenfalls Elektronen aus diesem Zustand abziehen und diese unschädlich machen. Gehen wir davon aus, Licht wird absorbiert in den Pigmenten der Photosysteme, dadurch wird die Energie zu einem Reaktionszentrum geleitet und das wird dann genutzt, um die Photosynthese zu betreiben. Wenn die Pflanze nun zusätzliche Energie hat in den Reaktionszentren, die nicht in die Photosynthese kommen, kommt es unweigerlich immer zu einer Emission eines Fluoreszenzlichts. Wenn ich zusätzlich Energie habe, eine Anreicherung der Elektronen im Reaktionszentrum, steigt das Fluoreszenzsignal von der Intensität an. Damit kann ich in der ersten Lesung sagen, Fluoreszenz und Photosynthese sind negativ miteinander korreliert. Allerdings nur in der ersten Lesung, weil die Pflanze eben, sobald es eine Überreaktion oder eine Überenergetisierung der Reaktionszentren gibt, eine Reihe weiterer Schutzmechanismen aktiviert. Und das heißt, ich muss immer in diesen 3 Prozessen denken, um mein Signal zu verstehen. Klingt kompliziert, war es auch, aber wir Wissenschaftler hatten Jahrzehnte und beinahe Jahrhunderte Zeit, dieses Signal zu verstehen. Das Phänomen der Fluoreszenz ist schon seit mehr als 100 Jahren bekannt, konnte eben früher schon von Wissenschaftlern mit entsprechenden Brillen und einfachen Messgeräten beobachtet werden. Und heute gibt es eine Vielzahl an Messgeräten, die frei auf dem Markt verfügbar sind, die diese Messung auch in der Zwischenzeit sehr, sehr stark vereinfacht haben. Und es gibt inzwischen eine Vielzahl von Geräten, die mit solchen Blattklammern es dem Forscher erlauben, einfach an ein Blatt hinzuklammern und dann über ein Messprotokoll eben die Fluoreszenz und damit die Effizienz der Photosynthese oder aber auch dieser nicht photochemischen Schutzmechanismen abzuleiten und zu bestimmen. Inzwischen ist die Messung der Fluoreszenz die Methode der Wahl, die Pflanzenphysiologen und Biologen weltweit verwenden und ungefähr, um nur wieder eine Größenordnung zu geben, ungefähr 750 wissenschaftliche Publikationen werden jedes Jahr veröffentlicht, die diese Methode verwenden, um eben Photosynthese zu bestimmen. Allerdings, was man noch wissen müsste, meistens benutzen diese Methoden ein aktives Messprotokoll. Das heißt, diese kleinen Messgeräte geben der Pflanze eine Reihe an Lichtpulsen und zusätzlichen Änderungen, die dann wieder helfen, um diese verschiedenen Prozesse, wo denn Energie und Photonen hingehen, wirklich zu trennen und zu interpretieren. Hier oben ist einfach mal so ein Messprotokoll schematisch dargestellt, müssen Sie nicht verstehen. Was ich aber gerne machen würde, ich würde Ihnen gerne mal in ein paar Minuten so zeigen, wie so momentan diese aktiven Messverfahren, bei denen man halt immer relativ nah an dem Blatt dran sein muss, wie diese aktiven Messverfahren momentan funktionieren. Eines der häufigsten Messverfahren, den vielleicht einige von Ihnen auch kennen, ist die sogenannte PAM, Pulsamplitudenmodulationsmethode, die von verschiedenen Firmen inzwischen auf den Markt gebracht ist, bei dem man wirklich einzelne Blätter einklemmt und dann mit so einer kleinen Plattklammer die Photosynthese misst. Aber es gibt auch andere Methoden, wie hier zum Beispiel die LIFT-Methode. Dabei steht LIFT für Light Induced Fluorescence Transients, bei dem man ein bisschen größeres Gerät nimmt, sehen Sie hier in verschiedenen Ausführungen, das aber immer noch halbwegs feldportabel ist. Und diese LIFT-Methode arbeitet auch ähnlich. Sie projiziert in dem Fall ein blaues Licht auf Pflanzen. Und dieses blaue Licht ist sehr, sehr hoch gepulst. Also im Millisekunden- oder Mikrosekundenbereich werden dort schnelle und später langsamere Lichtpulse gegeben. Und daraufhin wird dann das Fluoreszenzsignal gemessen, was sich bei schnellen Lichtpulsen erstmal erhöht. Zu viel Energie, wie ich vorhin erzählt habe, es kann nicht genutzt werden. Dadurch erhöht sich das Fluoreszenzsignal. Dann langsamere Lichtpulse und die Photosynthese erholt sich wieder. Das heißt, die Elektronen aus diesem S1-Zustand werden abgezogen. Und aus diesen Zeitkonstanten und den Unterschieden aus diesen Transienten, aus diesen Fluoreszenztransienten, können dann eben verschiedene Zustände und verschiedene Parameter abgeleitet werden, die man dann übersetzen kann in eine relative Operating Efficiency, also die Effizienz, wie die Elektronen wirklich als Wirkungsgrad am Photosystem 2 genutzt werden können oder auch Zeitkonstanten wie einige biochemische Komponenten in der weiteren Elektronentransportkette dann reduziert und oxidiert werden.
Das heißt, ein relativ mächtiges Verfahren, mit dem man tief, ohne es zu verschtören, nicht invasiv in die Elektronenweitergabe innerhalb der Photosynthese schauen kann. Wenn Sie da historisch interessiert sind, es gibt über 10 Nobelpreise, die in den letzten Jahrzehnten verliehen wurden, die auch alle irgendwie mit der Photosynthese was zu tun hatten. Und wenn Sie sich die genauer angucken, viele von diesen alten Nobelpreisträgern haben damals auch Fluoreszenzverfahren genutzt, um wirklich die Dynamik in der Photosynthese aufzulösen. Was wir heute machen, ist, wir haben diese Verfahren in der Zwischenzeit auch im Feld und wir sind in der Lage, damit auch im Feld am Boden relativ schnell und in höheren Durchsatz Photosynthese von Pflanzen im Feld zu messen. Und das ist ein Beispiel von dem Messgerät, was ich Ihnen vorhin auch gezeigt habe, was auf einer einfachen Positionierungsplattform, wir nennen das Field Bike, übers Feld geschoben werden kann. Und bei dieser kontinuierlichen Messungen, wo wir einfach nur über das Feld laufen, kann man wirklich so große Sortenversuche oder große Trockenstressversuche, was in diesem Fall, beproben, um zu sehen, welche Pflanzenlinien sind denn gerade momentan photosynthetisch aktiv und bei welchen ist die Photosynthese als eine Antwort auf Trockenstress in diesem Fall reduziert. Das heißt, bei diesen aktiven Verfahren tut sich momentan relativ viel. Allerdings haben wir natürlich das Problem, dass wir für so ein aktives Verfahren immer relativ nah an der Pflanze sein müssen. Es gibt Versuche, so ein Laser oder so eine Lichtquelle, ein Messlicht durchaus mal 50, 100 Meter von der Pflanze wegzunehmen. Es gibt auch Versuche, das auf ein Flugzeug zu packen. Aber spätestens, wenn ich auf die Skala des Satellitens oder Flugzeug will, ist es einfach nicht mehr möglich, so ein Messprotokoll, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, wirklich noch umzusetzen, dass dann wirklich Photosynthese angeregt wird und man mit einem Messlicht arbeitet. Und spätestens dann braucht man eben ein passives Verfahren. Und das ist der Hintergrund, weshalb wir für diese Flex-Satellitenmission eben uns dann darauf geeinigt haben, diese sonneninduzierte Fluoreszenz passiv zu nutzen. Also wirklich nur das Fluoreszenzsignal, was immer auftritt, wenn die Pflanze Photosynthese betreibt. Und die Herausforderung, die dahinter natürlich steckt, ist, ich kann die Photosynthese nicht mehr manipulieren. Ich habe aber dennoch das konzeptionelle Gedankenmodell, nämlich das Licht, was mal absorbiert wird von dem Pflanzenblatt, entweder, was die Pflanze eigentlich will, in der Photochemie genutzt wird oder bei einer Überenergetisierung in diese nicht photochemischen Schutzmechanismen abgeführt wird. Aber alles, was dort immer noch bleibt in einem angeregten Zustand, führt dazu, dass ein Fluoreszenzsignal abgegeben wird. Und dieses Konzept kann man natürlich weiterentwickeln und kann sich jetzt auch mal angucken, was passiert denn jetzt, wenn ich wirklich mir nur mal anschaue, die Intensität der sonneninduzierten Fluoreszenz oder Steady-State-Fluoreszenz und wie steht die im Zusammenhang mit der Effizienz der Photosynthese. Also ich will jetzt gucken in meinem Schema, wie ist das Verhältnis zwischen Elektronen und Energie, welches hier hinfließt, und die Energie des Fluoreszenzsignals. Und wenn man sich das schematisch mal anguckt, dann kriegt man diesen Zusammenhang, der auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aussieht, aber ich leite sie mal durch. Der normale Zustand oder der Zustand, wo ich sagen würde, die Pflanze ist absolut glücklich, ist dieser Bereich, ganz rechts. Die Effizienz der Photosynthese ist sehr, sehr hoch. Die Pflanze ist glücklich, ist ausreichend Nährstoff und Wasser versorgt und kann im Prinzip fast alle Energie, was sie aufnimmt, häufig unter Schwachlichtbedingungen, fast all die Energie, die sie erstmal absorbiert, auch wirklich in der Photosynthese nutzen. Das heißt, die Pflanze oder die Photosynthese hat einen Wirkungsgrad von 60 bis 80% oder 83%. Das ist ein wahnsinnig hoher Wirkungsgrad, besser als alle Solarzellen, die wir momentan haben. Aber das schafft eine Pflanze in der Zwischenzeit, dass bis zu 83% der Energie, die absorbiert ist, auch wirklich photosynthetisch genutzt werden kann. Und in diesem grünen Bereich liegt die Effizienz der Photosynthese und die Effizienz der Fluoreszenzemission sind negativ miteinander korreliert. Wenn ich nämlich von diesen maximalen Photosyntheseleistung ein bisschen mehr Licht gebe, dann fällt die Photosynthese langsam ab. Das heißt, ich bewege mich von 0,8 auf 0,6. Ich habe einen leichten Stau von den Elektronen im angeregten Zustand und die Fluoreszenz steigt an. Also ein nicht negativ korrelierter Zusammenhang zwischen Fluoreszenz und Photosynthese. Wenn ich nun an dieser Achse weitergehe und die Lichtintensität zum Beispiel weiter erhöhe, dann wählt die Effizienz der Photosynthese weiter ab. Nur noch ein geringerer Anteil von der Energie kann photosynthetisch genutzt werden.
Und gleichzeitig fängt die Pflanze nun an zu merken, ups, ich habe zu viel Energie und aktiviert zusätzlich diese nicht photochemischen Quenching-Mechanismen, die nicht photochemischen Schutzmechanismen, die auch Energie abziehen. Und damit fällt die Fluoreszenz wieder, weil diese zusätzliche Energie oder angeregten Zustände wieder abgezogen werden durch diese nicht photochemischen Mechanismen. Wenn ich jetzt weitergehe auf dieser Skala und ich davon ausgehe, dass ich weiter zum Beispiel das Licht erhöhe, dann sinkt die Effizienz der Photosynthese weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel extreme Starklichtbedingungen, wo wirklich nur noch 20% oder weniger der zur Verfügung stehenden Energie photosynthetisch genutzt werden können. Und dann komme ich langsam in diesen Bereich, wo irgendwann auch die Kapazität der nicht photochemischen Schutzmechanismen erschöpft ist. Das heißt, auch dieser zweite Mechanismus kann nicht mehr die Energie abziehen und dann steigt mir das Fluoreszenzsignal wieder. Und in diesem Fall, das ist dann extremer Stress oder das ist dann wirklich eine Stressreaktion, das ist nicht mehr dynamisch reguliert, sondern das ist dann wirklich Stress. In diesem Fall gibt es eine Anhäufung von den energiereichen Zuständen im Pflanzenblatt und das Fluoreszenzsignal steigt stark an. Und diese drei Phasen sind momentan unser Gedankenmodell, womit wir versuchen, wirklich das Fluoreszenzsignal, sonneninduzierte Fluoreszenzsignal in Bezug zu setzen zur Photosynthese. Und ich kann Ihnen auch zeigen, dass das auch wirklich klappt. Der David Martini vom Max-Planck-Institut hat sich das mal in Spanien angeguckt. Und zwar hat er sich in Spanien mal angeschaut, wie denn jetzt wirklich der Zusammenhang zwischen der Effizienz der Photosynthese und der Effizienz des Fluoreszenzsignals stehen. Und zwar hat er sich das in Spanien angeguckt, im Sommer 2018, wo da eine ganz fürchterliche Hitzewelle durchgelaufen ist. Der Graph ist jetzt andersrum. Das heißt, Sie müssen einmal andersrum denken, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Und was David Martini feststellen konnte, ist genau das, was ich Ihnen hier auch gerade erklärt habe. Sie haben auf der einen Seite mal einen Zusammenhang vor der Hitzewelle. Das ist die blaue Linie. Da ging es den Pflanzen noch halbwegs gut und wir befinden uns im Prinzip auf diesem Bereich. Das heißt, die Regulation mit nicht photochemischen Schutzmechanismen funktioniert noch. Und dann während der Hitzewelle dreht sich dieses Verhältnis schlagartig um. Da kommt man quasi zu so einem Tipping Point. Und das ist dann genau dieses Verhältnis, wo einfach diese Schutzmechanismen der Pflanzen nicht mehr ausreichen und es eben zu einer Umkehr in dieser Relation kommt. Das Gleiche kann wir auch beobachten, wenn ich zu einer Arbeit zurückgehe von Francisco Pinto, schon ein paar Jahre alt. Der hat sich das mal mit dem bildgebenden Verfahren angeguckt, in dem Fall in Zuckerrübe, hier bei uns in Bonn am Campus Klein-Altendorf und hat sich dann nur die sonnenbeschienenen Blattbereiche angeschaut. Die hat er aus den Bildern raus selektiert und man sieht dort das Gleiche, was ich Ihnen auch vorhin erzählt habe. Das ist jetzt eine Zeitreihe über den ganzen Tag. Die Pflanze fängt glücklich am Morgen an, niedrige Lichtbedingungen. Dann steigt das Fluoreszenzsignal erstmal an im Laufe des Morgens. Irgendwann in dem Fall bei 11:30 Uhr war das so, dass wirklich diese nicht photochemischen Schutzmechanismen reingehen mussten und zusätzlich es eben zu einer Herunterregulation der Photosynthese kam. Dann verhält sich das Fluoreszenzsignal plötzlich gegenläufig. Und am Nachmittag, so ab 2 Uhr, 3 Uhr, wenn die Lichtintensität auch wieder zurückgeht, dann erholt sich langsam das Photosynthesesystem wieder und wir kommen auf den Anfangspunkt zurück. Das ist noch eine dynamische Regulation im Laufe des Tages, das auch wirklich natürlicherweise immer funktioniert. Und da stehen wir momentan von unserem Verständnis auch. Jetzt kann ich nur sagen, was nehme ich Sie wieder hoch in die nächstobere Skala. Das heißt, auf Blattebene können wir das ganz gut messen, beziehungsweise auch wenn wir hier in der Lage sind, die sonnenbeschienenen Blattteile rauszuselektieren. Aber momentan schwierig wird es, wenn wir wirklich versuchen, das Ganze auf einem ganzen Kronendach oder in den Bestand zu denken. Weil wenn Sie sich jetzt mal einen Kronendachbestand vorstellen, einfach bildlich, wenn Sie durchs Feld laufen, durch den Wald laufen, dann werden Sie mir zustimmen, dass ein Kronendach oder ein Wald ist ein Sammelsurium von Blättern, die teilweise tief unten im Schatten liegen und nur hin und wieder ein bisschen Licht abbekommen und andere Blätter im äußeren Kronendach, die fast ständig sonnenbeschienen sind. Das heißt, die Blätter sind schon unterschiedlichen Lichtbedingungen ausgesetzt. Häufig fluktuiert das Licht dort unten auch nochmal, wenn Wind durch den Wald geht oder Wolken oben drüber ziehen. Und dann fluoreszieren die ganzen Blätter. Die einen unten, die wenig Licht haben und die anderen oben, die viel Licht ausgesetzt sind. Und dieses Fluoreszenzsignal mischt sich zusätzlich auch noch auf eine relativ komplexe Art und Weise, weil nämlich diese beiden Peaks des Fluoreszenzsignals glücklicherweise oder komplexerweise auch noch unterschiedlich stark wieder absorbiert werden auf ihrem Weg von den Blättern bis aus dem Kronendach hinaus.
Das heißt, wenn ich über dem Kronendach die Fluoreszenz messe oder die beiden Peaks des Fluoreszenzsignals, des Rotfluoreszenz oder diese Dunkelrotfluoreszenz, dann ist das ein relativ komplexes Mischung aus Hunderten, Tausenden und Millionen Einzelblättern, Chloroplasten und Fotosystemen, die sich alle unter den unterschiedlichen Lichtbedingungen befinden. Und das ist gerade momentan auch die laufende Forschung, an der wir arbeiten, wo wir auf dieser ganzen Skala von nahen Messungen bis hin dann zu Flugzeugmessungen, das ist ein Bild von unserem Flugzeugsensor, da werden Sie wahrscheinlich in den nächsten Vorträgen, in den nächsten Monaten auch immer noch wieder was hören, mit unserem Flugzeugsensor, mit dem wir unterwegs sind, um dann eben ähnlich wie die Flex-Satellitenmission das Fluoreszenzsignal aus niedriger Höhe aufzunehmen und damit dann immer noch so Karten abzuleiten, wie diese Karte zum Beispiel. Das ist wieder Campus Klein-Altendorf, wo wir die einzelnen Felder, die einzelnen Versuchsstandorte einzeln noch auflösen können. Wir sind also mit unserem Flugzeugsensor noch nah genug dran, dass wir einzelne homogene Felder da detektieren können. Und da versuchen wir eben gerade zu verstehen, was ist denn wirklich der Zusammenhang zwischen dem Kronendachsignal, Fluoreszenzsignal, Kronendach gegen Lichtintensität, gleiche Aufgabe wie vorher, und wenn ich das dann runterreguliere oder runterskaliere auf Blattebene. Da gibt es eine Reihe an Verfahren, die wir nutzen können. Da gehe ich jetzt nicht im Detail rein. Wenn Sie Spaß dran haben, können wir uns dann gerne nachher mal darüber unterhalten, wie man wirklich diese Kronendachstruktur nochmal korrigiert, normalisiert, um auch aus so Flugzeugmessungen im Endeffekt dann Erdebenen-Messungen oder Proxys abzuleiten, die nah an der Fluoreszenz des einzelnen Blattes sind. Und wenn wir das nutzen, dann können wir auch wirklich relativ tief und genau in die Photosynthese und die Stressreaktion der Pflanzen gucken. Das ist ein Beispiel von Alexander Damm, der in 3 Wochen hier sprechen wird, wo wir uns in Italien mal angeschaut haben, können wir denn wirklich Trockenstress in so einem landwirtschaftlichen Bestand frühzeitig erkennen? Und wenn ich frühzeitig sage, meine ich, bevor wir oder der Landwirt sieht, dass die Pflanzen wirklich trocken gestresst sind. Also wir wollen das sehen, bevor die Pflanzen die Blätter hängen lassen oder bevor es zu einer Vergilbung oder Gelbfärbung der Blätter kommt. Und die Antwort in dem Versuch war ja, wir können bereits in dem Fall nach 3 Tagen, ist ein bisschen klein, aber hier unten, das sind dann 3 Tage, können wir durchaus sehen, dass sich das Fluoreszenzsignal selektiv schon nach diesen 3 Tagen verändert, als ein früher Indikator, dass eben jetzt die Pflanzen schon ganz leicht trocken gestresst sind und damit verändert sich das Fluoreszenzsignal im Vergleich zur Kontrolle. Diesen Trockenstress, der dann mit Blattwelken zu tun hat, sieht man erst in diesem Fall nach 7 bis 8 Tagen, während das Fluoreszenzsignal eben schon sehr, sehr früh reagiert. Und damit bin ich eigentlich auch wieder bei unserer Satellitenmission Flex. Das ist genau das, was wir dann mit Flex global wirklich zur Verfügung stellen wollen. Auf jeden Fall Karten der Fluoreszenz global mit den beiden Peaks aufgelöst und auch erste Schritte dahin, wie wir die dann eben übertragen können in wirklich photosynthetische Aktivitäten und eben Indikatoren für Trockenstress zum Beispiel. Dabei noch eine Sache zu Flex. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es ja schon globale und von Satelliten zur Verfügung gestellte Produkte der Fluoreszenz. Und das gibt es sogar schon seit 12 Jahren. Die ersten Veröffentlichungen davon gehen zurück ins Jahr 2011, wo Kollegen von NASA atmosphärische Satelliten, also ursprünglich für atmosphärische Messungen vorgesehene Satelliten genutzt haben, um da auch schon erste Karten der sonneninduzierte Fluoreszenz abzuleiten. Da hat man auch schon ganz, ganz viel gelernt und die Auflösung der Karten wurde auch zunehmend immer besser. Aber was man da auch immer noch mal im Kopf haben muss, ist, dass alle diese Karten, die Sie vielleicht jetzt auch schon im Netz finden, immer noch Karten sind, wo sowohl über die Zeit integriert wird. Das heißt, mehrere Messungen über mehrere Tage werden zusammengenommen und auch räumliche Integration findet im Hintergrund immer statt, wo über mehrere Kilometer dann wirklich die Daten zusammengefasst werden, um eben aus diesen bestehenden Satelliten schon so Fluoreszenzkarten ableiten zu können. Und was ich Ihnen vorher erzählt habe, das war auch ein bisschen die Intention, wenn Sie das jetzt nochmal zusammenbringen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, nämlich, dass die Photosynthese und die Fluoreszenz sich auf der kleineren Skala relativ schnell ändert, ist es natürlich mit zunehmendem Aggregationsgrad immer schwieriger, diese Karten dann auch wirklich mechanistisch zusammenzubringen mit der aktuellen, momentan stattfindenden Photosynthese. Das ist ein Unterschied, den Flex machen wird. Denn Flex wird mit einem Überflug an diesem Zeitpunkt uns wirklich dann die Fluoreszenzkarten zur Verfügung stellen. In diesem Sinne
bin ich, glaube ich, langsam bereits an meinem Ende. Ich glaube, ich habe noch doch wieder ein bisschen zu lang gesprochen, aber damit komme ich jetzt auch wirklich zum Ende, nämlich ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass wir Fluoreszenz als Methode zur Messung der Photosynthese wirklich seit Jahrzehnten, beinahe schon seit Jahrhunderten wirklich nutzen und auch die Mechanismen und die Interpretation da auf sehr soliden Füßen steht, solange wir uns eben noch auf einer kleinen Skala befinden, auf einzelnen Blättern oder gar Chloroplasten im Labor. Die sonneninduzierte Fluoreszenz gibt uns einfach messtechnisch die Möglichkeit, auf die größere bis hin zur globalen Skala zu gehen. Allerdings muss man diese Herunterskalierung bis hin zu dem Prozess, da sind wir momentan dran. Deshalb ist, denke ich, Flex auch noch keine operationelle Mission, sondern das ist auch eins der Ziele von der Flex-Satellitenmission, um diese wissenschaftliche Arbeit auch wirklich noch zu leisten. Erste Studien dahin sehen sehr zuversichtlich aus, dass wir eben diese Normalisierungsmethoden wirklich leisten können. Das geht in der Zwischenzeit. Und nebenher, und darüber werden wir uns auch, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren hier immer noch unterhalten, ist es nicht nur dahin, dass wir momentan einen Satelliten haben werden, aber es gibt auch eine ganze Reihe an zusätzlicher Instrumentierung und Messprotokollen, die sich gerade momentan dazwischen drin entwickeln, bis hin zum Beispiel Fluoreszenzkameras, sonneninduzierende Fluoreszenzkameras für Drohnen, die momentan auch in der Mache und in der Entstehung sind, um eben wirklich diese Skala oder die Prozesse auf der kleinen Skala mechanistisch zu verbinden zu den großflächigen Dynamiken, die dann auf Feld, regionaler und globaler Ebene stattfinden.